Schönen guten Morgen, ihr Lieben zusammen. Ups. Gucken wir, was der Tag so an Infos für uns bringt, an Impulsen. Okay, es geht darum, etwas zu klären, das uns irgendwie einen Neubeginn ermöglicht. Möglicherweise habt ihr auch Dinge mit euren Kindern zu klären, um dass man hier verbindlich vorankommt, ne? Ja, der Tag läuft hier so ein bisschen widersprüchlich. Es kann sein, dass man etwas weglässt, um weiterzukommen, oder dass man so ein bisschen mit angezogener Handbremse hier fährt, dass man in Fahrt kommen möchte und es geht nicht so richtig. Alles 3 Szenarien, die auch gemeinsam zutreffen könnten, ne? Hier zeigt sich eine Bewegung, die man vornehmen will, und man wird ausgebremst. Es könnte Konflikte geben. Die Situation ist aber auch so, dass sie vielleicht schon länger als Hindernis sich darstellt, dass es immer wieder die gleichen Themen sind, dass ihr immer wieder ums Gleiche diskutiert, dass sich euch Dinge in den Weg stellen, die ihr nicht kontrollieren könnt. Und die Situation möchte eine Veränderung, aber die Veränderung ist hier mit einem konsequenten Schnitt verbunden, ne? Hier geht es darum, nicht immer die gleichen Dinge zu nähren, sondern etwas zu verändern für sich, das dann die Situation klärt und die anderen drehen sich mit. Etwas möchte sich beruhigen, etwas möchte eine andere Energie kriegen. Du hast vielleicht so dieses Ding, dass du dir selber treu bleiben möchtest, aber das Muster funktioniert nicht ganz so. Also das braucht eine kleine Kurskorrektur irgendwo. Gucken mal noch ein bisschen weiter. Ja, und dann endet es hier unten auch in der Stabilität. Ich sag mal, da wo die Sonne fällt, da braucht man jetzt nicht mehr so viel Drama, da hat man schon den guten Ausgang. Möglicherweise dreht es sich hier darum, dass sich eine Situation, die mit euren Kindern zu tun hat oder mit eurem Umfeld, nahem Umfeld, Freunde, sich für die nicht so gestaltet, wie die möchten. Und es gibt immer wieder die gleichen Gespräche und die Person kommt aber auch nicht über das Hindernis drüber. Es ist vielleicht auch so eine Sache, wo schon viel Energie reingegeben wurde, wo ihr denkt, ich fahre meinen Weg weiter. Aber auch da gibt es eine kleine Kurskorrektur, ne? Die endet hier unten in der Stabilität. Auch wenn du hier mal ganz konsequent sagst, nee, ich mache jetzt hier einen Schnitt, ich habe keine Lust mehr, immer das Gleiche zu sagen. Ihr geht es viel um Kommunikation, die neue Türen öffnen könnte, wenn sie nicht immer wieder am gleichen Punkt eskaliert oder für Unklarheiten sorgt oder man es nicht zu Ende kriegt am Ende, ne? Hier ist eine Transformation zu sehen. Das kann auch mal sein, dass du selber eine Absage machst. Das heißt, du sagst hier Stopp, ne? Dieses Ding zu sagen, naja, ich kann mich ein bisschen zur Verfügung stellen, ich kann dir Tipps geben, aber wie du das austrägst, bleibt am Ende bei dir. Das ist das eine Szenario. Für die anderen zeigt sich hier eine Situation, da kann es Konflikte am Arbeitsplatz geben, die einen immer wieder am gleichen Punkt rausbringen lassen. Das sind vielleicht Kollegen, die geben dir diesen Stressfaktor mit, oder es gibt Konflikte mit Kollegen, es gibt Meinungsverschiedenheiten, es sind immer wiederkehrende gleiche Themen und Gespräche und man kommt einfach an der Situation nicht weiter. Und ich habe hier sogar einen Prozess. Ja, hier ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Sorry, ich musste kurz die Kamera ausstellen. Hier hat es geknallt. Irgendetwas ist runtergefallen und ich habe mich erschrocken. Ja, hier ist ein Umbruch im Beruf zu sehen. Eine belastende Situation, die sich verändern kann. Das kann ja auch sein, dass Kollegen euch ein gewisses Thema spiegeln.
Es kann aber auch sein, dass ihr dazu aufgefordert seid, hier einen Schnitt zu machen, die Grenze aufzuzeigen, um die Energie hier besser, ruhiger zu gestalten. Und es geht hier absolut darum, sich über den Bereich Kommunikation neue Türen zu öffnen. Heißt natürlich auch, man sucht sich eine neue Form. Die hier liegt, das heißt immer wieder die gleichen Konflikte nähern, hat ausgedient. Noch ein Szenario hier kann sein, dass Kollegen am Arbeitsplatz wechseln, gehen, für euch dadurch vielleicht mehr Arbeit entsteht, dass Kinder sich überlegen, den Arbeitsplatz zu wechseln und ja, man sieht einfach eine Transformation am Bereich, an dem man arbeitet oder am Arbeitsplatz an sich. Wir gucken mal, was das Engeltarot dazu zu sagen hat. Guckt mal. Wir haben hier die Gerechtigkeit, ne? Es geht um faire und gerechte Entscheidungen. Steh zu deinen Überzeugungen und tu das, was du weißt, dass es für dich richtig ist, ne? Es geht hier nicht darum, den anderen zu gefallen oder etwas zu nähren, was dir nicht dient oder wo du total gegen deine eigenen Prinzipien gehen musst. Ja, genau. Und das Thema liegt ja hier. Es geht um Interessenskonflikte, Kleinigkeiten, die Ärger bereiten und Auseinandersetzungen am Ende, ne? Sehr spannend immer wieder, wie sich die Karten da noch ergänzen und auf ein Thema hinweisen. Das sind nicht so viele. Die Schlüsselblume, erinnere dich an deine Kindheitsträume. Ne? Hier geht es vielleicht auch darum, wir haben ja die Kinder sehr dabei, dass wir hier, das Beispiel kenne ich ganz gut, ne? Ich wurde ja so in eine Ausbildung gedrängt. Das war mit 16, ne? Und da war halt einfach klar, du gehst jetzt einen Weg und du musst es machen, und von Nein sagen hatte ich da noch keine Ahnung. Und wenn man jetzt sich das anguckt, was man selber vielleicht für Berufe erwählt hat, erwählen musste und wie früh, haben halt die Kinder heute, weiß Gott, andere Möglichkeiten und können sich vielleicht hier auch ganz andere Träume ermöglichen. Und das könnte hier vielleicht auch so ein bisschen ein Punkt sein, an dem man aneinander gerät oder wo einfach die Trigger da sind. Was sagt denn der Gesang der Vögel noch dazu? Der Wiedehopf. Ich bin ein Botschafter guter Nachrichten. Ich helfe dir, Antworten auf deine Fragen zu finden. Ich bringe dir auch Intuition, Inspiration, Kunst und Kreativität. Also wählt mal hier auch einen kreativen Weg. Vielleicht geht es auch um kreative Lösungen an sich zu finden. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Ich drücke euch und bis morgen.